Hallo, wir sind heute zu Gast bei der Firma Hoch 2 und mein Gesprächspartner ist Felix Worm. Felix, was macht ihr eigentlich hier in dem schönen Gebäude? Wir sind so gesehen eine klassische Werbeagentur, auch mit einem starken digitalen Bereich, mit mittlerweile in der Firmengruppe über 55 Mitarbeitern und sind seit 10 Jahren mittlerweile hier in Sonnweg und uns gibt es insgesamt schon 20 Jahre. Und ich habe gehört, ihr habt als Werbeagentur auf 10 Gigabit Netzwerk umgestellt. Was waren da die Gründe? Ja, das haben wir vor 2 Jahren gemacht. Letztendlich waren die Gründe, wir bewegen halt wahnsinnig viel Datenmengen. Gerade im gestalterischen Bereich haben wir etwa insgesamt 150 Terabyte, auf die wir permanent zugreifen müssen. Ja. Und ich finde persönlich immer, dass das Handwerkszeug wie im Handwerksbetrieb, weil wir sind irgendwo zu 70% oder 80% Handwerker, das muss passen und der Tischler kauft sich ja auch nicht eine Bosch Bohrmaschine, sondern eine Feinbohrmaschine, weil von der da weiß er, dass sie funktioniert am Ende des Tages. Und deswegen ist für uns immer die oberste Prämisse, dass die Technik am Arbeitsplatz von dem Mitarbeiter halt passen muss und er nicht sozusagen auf die Technik wartet. Und aufgrund der Datenmengen und dem gleichzeitigen Zugriff letzten Endes und auch dem Zustand, dass sozusagen unsere Servertechnologie letzten Endes viel mehr bereitgestellt hat, was wir gar nicht abrufen konnten, haben wir damals in einer sehr großen Aktion halt alle Bodentanks und Patchfelder auf 10 Gigabit umrüsten lassen und dann halt insgesamt 7 10 Gigabit 24 Port Netzwerk-Switches hier installiert. Und jetzt geht alles schneller und die Leute haben mehr Spaß bei der Arbeit. Kann man das so sagen? Wenn die Mitarbeiter nichts sagen, dann ist es meist Lob genug. Dann ist es gut. Aber die Beschwerden, sage ich mal, über Performance sind deutlich reduziert, beziehungsweise ich glaube schon, dass die Mitarbeiter das unterm Strich sehr zu schätzen wissen, weil wenn es dann mal nicht funktioniert, dann sagen sie schon, Mensch, das war aber ganz schön schnell. Beziehungsweise eine Aussage, die mir dazu einfällt, ist von einer Mitarbeiterin. Sie mag sich zu Hause an ihren Mac Pro gar nicht mehr setzen. Ja. Weil der deutlich langsamer ist als unsere Macs, die im Netzwerk eingebunden sind und auf dem Server arbeiten. Und habt ihr inzwischen denn auch den neuen iMac Pro schon mal ans 10 Gigabit Netzwerk klemmen können? Ja, ganz bewusst, weil wir eine sehr, sehr große CRM-Software auf FileMaker-Basis halt nutzen. Und da kommt es halt wirklich auf Latenz und kurze Zugriffsgeschwindigkeit an, beziehungsweise Performance der Platte. Und der iMac Pro liefert halt 3000 Megabyte lesend wie schreibend über die interne Flash-Disk, die drin ist. Und das hat für uns einen gigantischen Performance-Schub gegeben, zumal der neue iMac Pro ja auch 128 Gigabyte Arbeitsspeicher unterstützt und unsere Datenbank ist etwa 90 Gigabyte groß und so haben wir jetzt halt die Möglichkeit, direkt aus dem Arbeitsspeicher in dem FileMaker-Server die Datenbanken zu hosten. Es sind irgendwie 70, die ineinander greifen. Ja. Wir haben ja heute von der Firma Sonnet nochmal so einen kleinen Adapter mitgebracht, der ja neu auf dem Markt ist. Wo siehst du den im 10 Gigabit Umfeld? Könnte man den brauchen? Ja, ich war erst überrascht, als du mich anriefst und sagtest, Mensch, der kostet knapp irgendwo über 200 Euro, weil wir halt im Zuge der Netzwerkumstellung hatten wir erst die Grafikarbeitsplätze halt mit hier 10 Gigabit PCI-Karten und Thunderbolt-Adaptern ausgestattet und jetzt im letzten Jahr halt auch die restlichen Arbeitsplätze und wir haben für diese Adapter wirklich bisschen mehr bezahlt. Ja gut, das 3-4-fache bezahlt.
Und als du mir den jetzt heute hier auf den Schreibtisch legtest, also ich kann es kaum glauben, dass er so klein ist und vor allem ohne Netzwerk und oder ohne Netzanschluss beziehungsweise ohne Treiber halt auskommt und deutlich kleiner ist, da wir ja auch diese höhenverstellbaren Schreibtische haben, wo die Platte angehoben und nach vorne geschoben wird und alle Adapter verschwinden hier im Tisch sozusagen und die anderen Adapter sind so groß, dass man da immer sehr viel Aufwand treiben muss. Ja, mit der Hand prökeln muss, bis das sozusagen passt. Und ich denke, das Ding, das verschwindet einfach schnell und vor allen Dingen es wird wieder eine Steckdose weniger benutzt. Das klingt auf jeden Fall gut. Okay, dann sage ich erstmal danke, Felix, für den Hintergrund. Und ich kann nur empfehlen, setzen Sie auch mal den 10 Gigabit Turbo ein. Ich glaube, für Kreative lohnt sich das. Richtig. Danke. Bitte.